Deutschsprachige Menschen in Südamerika. Seit wann gibt es sie? Oft denkt man ja an die jüngere, neuzeitigere Migrationswelle. Aber hast du gewusst, dass es schon über 100 Jahre deutschstämmige Personen in Südamerika gibt? Hier in Paraguay trifft man oft Mennoniten. Die meisten kommen aus Kanada oder Russland, sprechen aber alle Deutsch. Wie kommt das? Wie fühlst du dich in deiner Identität? Naja, man ist Paraguayer, aber man hat doch eine andere Kultur im Blut. Sie wollten ihr Leben gestalten in ihrer Sprache, mit ihrem Glauben, mit ihrer Religion. Und jetzt auf einmal ist das alles anders. Ich habe in Paraguay verschiedene Mennoniten getroffen, die uns heute helfen, ihre Rolle in der Geschichte wie auch heute besser zu verstehen. Und eines kann ich dir jetzt schon sagen, es steckt so viel dahinter, das ich vorher nicht wusste. Ja, mit dieser Wirklichkeit leben wir. Einerseits bewundert, andererseits gehasst. Das ist sehr stark, ich weiß. Warum mussten die Mennoniten denn damals aus Europa weg? Und wie leben sie heute? Willkommen bei meiner Erkundungsreise der mennonitischen Wurzeln in Südamerika. Viele haben ja das Vorurteil, dass es sich bei den Mennoniten nur um einfache Bauern handelt, die irgendwo abgelegen leben. Aber in Realität hat diese kleine Gruppe, die nur 0,5% der Bevölkerung ausmacht, Paraguay zu dem gemacht, was es heute ist. Also lade ich dich ein, mit mir gemeinsam heute mehr darüber zu erfahren und mehr Bewusstsein zu schaffen für diese Gemeinschaft, von der, wie ich finde, wir uns noch vieles abschneiden können, von jung bis alt. Also wir legen sehr viel Wert auf der christlichen Erziehung, christliche Werte, die wir weitergeben wollen. Einerseits werden wir gesehen als wirtschaftlich erfolgreich, als Leute, die ihr Wort halten. Die Paraguayer wundern sich immer, wie halt in den Kolonien so sehr vieles alles noch per Handschlag läuft. Ich sage mal, ich habe Vertrauen zu anderen, bis man mir das Gegenteil beweist. Ja. Was sind eigentlich die Vorurteile, mit denen die Mennoniten zu kämpfen haben? Oft noch gefragt, na, wie sieht es dann im Chaco aus? Habt ihr da Strom? Habt ihr da Internet? Ich sage, na logisch, sonst wäre ich nicht da. Und was können Sie sich vom Rest von Paraguay abschauen? Paraguayische Kultur, wo wir uns viel abschneiden können, ist die Gelassenheit. Tranquilo, tranquilo. Wie sieht das restliche Paraguay die Mennoniten? Das ist eine gute Frage. Dieses Thema heute hat es in sich und ich hoffe, dies ist erst der Anfang meiner Recherche über die deutschsprachigen Wurzeln in Paraguay. All das möchte ich heute mit dir teilen und ich hoffe, einen zweiten Teil zu machen. Das kommt aber darauf an, ob meinen Zusehern dieser erste Teil gefällt. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Alexandra und gemeinsam mit Paul bin ich seit einigen Jahren in Südamerika unterwegs und wir erforschen die interessantesten Orte zum Leben und zum Reisen. Also willkommen bei meinem hoffentlich ersten Teil meiner Reportage über die Mennoniten in Paraguay. Obwohl sie eine so kleine Gruppe der Bevölkerung darstellen, haben sie oft hohe und wichtige Rollen in der Wirtschaft, Schulen oder Politik. Wie schaffen sie das? Einerseits Tradition bewahren, andererseits Fortschritt zu erzielen. Der Theologe Werner Franz begrüßt mich in der Residencia Concordia in Asunción, einem Seniorenheim, vorrangig für Mennoniten. Er gibt mir einen ersten Einblick, was mir auf meiner angehenden Reise bevorsteht. Die geht nämlich in den Chaco, eine abgelegene Gegend in Paraguay, wo die Mennoniten vor 100 Jahren ankamen, mit einer sehr bewegten Geschichte. Mennoniten im Chaco, das ist übrigens, wo ich aufgewachsen bin. Die begannen ihr Leben dort in der Einsamkeit, in der Abgeschlossenheit in den späten 1920er Jahren. Okay. Das waren Einwanderer, Mennoniten aus Kanada. In Kanada wollten sie nicht bleiben. Ursprünglich kamen die dann für 200 Jahre früher noch, kamen die aus Russland. Aber in Kanada wollten sie nicht bleiben in der Zeit, gerade um die Zeit des Ersten Weltkriegs. Es war der Druck dass sie beim Militärdienst mitmachen sollten, das wollten sie nicht. Die Schulen sollten verenglischt werden, das wollten sie nicht, sie wollten deutsche Schulen haben. Okay. Und es waren noch einige andere Punkte und dann haben sie sich entschlossen, eine größere Gruppe sich damals entschlossen, in den 20er Jahren eigentlich. Und 1927, 28 kamen sie dann mit den ersten Gruppen hier nach Paraguay. Also wer und woher sind die Mennoniten? Die Geschichte der Mennoniten beginnt mit einer Täuferbewegung im 16. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich.
Aus der Gegend Norddeutschland-Niederlanden sind sie schon 1535 abgewandert. Zuerst Richtung Preußen, Russland, dann Kanada und in den 1920er Jahren nach Paraguay. Manche sind auf verschiedene Wege nach Paraguay gekommen, zum Beispiel direkt aus Russland oder über die USA. Eine Win-Win-Situation, da Paraguay nur wenige Einwohner hatte und man brauchte jemanden, der den unbesiedelten Chaco dort bewirtschaftete, um diese Gegend nicht an Bolivien zu verlieren. Dafür durften die Mennoniten dann dort ihr Leben wieder nach ihren Prinzipien leben. Was war ihnen denn wichtig? Sie wollten ja gerade auf eine Art von der Welt weg. Ja. Sie wollten ihr Leben gestalten in ihrer Sprache, mit ihrem Glauben, mit ihrer Religion, mit ihren Gewohnheiten, unbeeinflusst von oder nicht unter dem Druck von der Außenwelt oder auch von der Regierung. Ja. Verstehe. Interessant, oder? Das Erstaunliche in der Geschichte ist auch, sie kamen oft als arme Leute an, sollten Land bewirtschaften und bekamen dafür ihre Privilegien wie ihre Religion frei leben, eigene Schulen aufbauen und keinen Militärdienst leisten müssen. Und so wie auch andere germanische Völker auf der Welt gut in Landwirtschaft sind, haben auch die Mennoniten dann so gute Arbeit geleistet. Und was dann passieren kann, erklärt Werner Franz so. Diesen Teufelskreis, in dem wir uns manchmal bewegen. Wir kamen nach Paraguay als die Ignorierten, um die kümmert sich niemand und ist okay. Und dann wurden wir zu denen, die beachtet wurden, und dann wurden wir zu denen, die wirklich auch im wirtschaftlichen, im sozialen ein Wort mitreden in der Entwicklung des Landes, wesentlich sogar manchmal. Und dann wurden wir irgendwann, das ist in der Geschichte oft so gewesen, zu den Gehassten, die dann vielleicht wieder verfolgt werden. Heute in Paraguay sind die Mennoniten bekannt für ihre erfolgreiche Landwirtschaft, traditionelle christliche Werte und hochqualitative Arbeit. Wie gut oder schlecht sich das mit den paraguayischen Lebensweisen versteht, erklärt uns Alberoni. Wie fühlst du dich in deiner Identität? Fühlst du dich als Paraguayer oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin im Chaco in den Mennonitenkolonien oder deutschsprachigen Kolonie aufgewachsen. Und da hat man so seine eigene Kultur, sage ich mal. Und man lebt aber im spanischsprachigen Land. Wir haben unsere deutsche Privatschule, wo wir halt alles in Deutsch beigebracht kriegen, sage ich mal, Deutschunterricht haben oder in Deutsch Unterricht haben. Und Spanisch ist für uns halt die Herausforderung, das zu lernen. Für uns ist eher Spanisch die Fremdsprache. Also Nummer 1 ist in ganz Paraguay Mennonit gleich sehr arbeitsam. Das ist Fleißig. überall, ja, fleißig. Also die Arbeitsqualität oder der Arbeitssinn der Mennoniten ist allgemein sehr bekannt und wird hervorgehoben. Mit der Arbeit zusammen, sage ich mal, oder verbunden ist auch das Vertrauen. Die Paraguayer wundern sich immer, wie halt in den Kolonien so sehr vieles alles noch per Handschlag läuft und nicht für jedes kleines Detail einen Vertrag unterschrieben muss. Du hast dir vorher gerade deine Geldbörse und Schlüssel und Handy liegen lassen, als du auf der Toilette warst. Ja, genau. Ich war gestern mit einer Freundin bei einer Tankstelle und sind mal einmal kurz rein was einkaufen. Und ich habe draußen mein Pickup mit Motor laufend stehen gelassen. Vergessen, ist auch nicht abgeschlossen. Und die hat voll die Krise bekommen. Und ich sage, ne, easy. Also ich sage immer, ich habe Vertrauen zu anderen, bis man mir das Gegenteil beweist. Ja. Aber das ist im Chaco sehr Mode. Also in den Kolonien, selbst Leute fahren weg und lassen ihre Häuser offen, also ohne abzuschließen, kein Thema. Also sehr viel Sicherheit, sehr viel gegenseitiges Vertrauen, weil es immer so war, man kennt jeden. Also jeder kennt jeden, so wie es in einem kleinen Städtchen ist. Ja, dieses Vertrauen untereinander kommt aus der Vergangenheit, weil die Mennoniten immer eine gute Gemeinschaft bildeten. Aber wie sieht Alberoni das Zusammenleben mit dem Rest von Paraguay? Paraguayische Kultur, wo wir uns viel abschneiden können, ist die Gelassenheit. Tranquilo, tranquilo. Mein guter Schwager, hallo Tim, ist Deutscher aus Deutschland, der kein Wort Spanisch spricht, aber nach seinem ersten Besuch in Paraguay, tranquilo, tranquilo, das Wort hat er gelernt. Hat sich und gleich abgeschaut.
wenn wir selbst mal in der Familie vielleicht uns gegenseitig ein bisschen scharf anreden, weil wir Meinungsverschiedenheiten haben, dann eher erstmal tranquilo, tranquilo. So Gastfreundschaft, also Gastfreundschaft ist in der paraguayischen Kultur extrem hoch. Das erlebt man besonders im Inland. Wenn man jetzt hier Ostparaguay in irgendein kleines Städtchen mal und Leute anspricht, die sind absolut immer sofort offen, die haben Zeit, die sind nie gehetzt. Also ich habe Termin, da gibt es keinen Termin. Ich komme morgen mal vorbei. Na, welche Uhrzeit will der Deutsche wissen? Der Paraguay sagt, morgen. Und wenn er morgen nicht kommt, er kommt erst übermorgen, na, sagt der Deutsche vielleicht, na, du wolltest doch gestern kommen. Na ja, aber es hat nicht gepasst, ich bin ja jetzt gekommen. Was regst dich auf? So, das sind so Sachen, da haben wir uns noch ein großes Stück von abzuschneiden. Ah ja, ja, kenne ich gut. Gibt es andere Vorurteile, die ein normaler Paraguayer vielleicht haben könnte gegen die Mennoniten? Wie sehen die Paraguayer denn den Chaco? Weil es ist ja so abgelegen. Ja, das Wort abgelegen nehmen die sehr beim Wort. Die haben oft so die Vorstellung, dass es alles wilder Westen, also Urwald, wilde Tiere, wilde Indianer. Und wir hausen da alles so in Zelten und diese Jäger-Sammler-Kultur. Und wenn man denen dann mal ein bisschen zeigt, wie es da aussieht, wirklich mit unserer organisierten Stadt, dann sind sie meist sehr überrascht. Ja. Warum die Paraguayer das glauben, liegt wohl daran, dass es im Chaco vor den Mennoniten nichts gegeben hat. Da war nichts. Ja. Da war alles, was Wege ist, was Schulen, was Kirchen, was Wohnhäuser, was Läden, was Fabriken, all das, das wurde langsam aufgebaut. Und das waren meine Eltern und ihre Altersgruppe, die eben diese Pionierarbeit leistete. Ja. Also jetzt sind wir in der Zeit der Geschichte, wo die Mennoniten sehr erfolgreich sind. Noch dazu wurden sie Hauptproduzenten von Milch, Fleisch und Soja. Wie veränderte das jetzt den Chaco, eine verlassene Gegend, wo damals nur Mennoniten hausten? Als die Mennoniten dort siedelten, in diesem zentralen Chaco, das ist die Gegend, und als sie zunehmend auch wirtschaftlich vorankamen, sozial, insgesamt wirtschaftlich, sozial, geistliche Entwicklung, dann kamen von überall die verschiedenen indigenen Gruppen und siedelten in dieser Gegend an, weil die suchten Lebensmöglichkeit, die suchten Lebensraum, die suchten Essen, die suchten, soll man sagen, ein besseres Leben. Das waren Nomadenvölker, das waren Leute, die herumwanderten, Jäger und Sammler, die nirgends eine feste Stelle hatten. Also heute sind in der Gegend, wo damals, als die ersten Mennoniten kamen, etwa 500 Eingeborene oder Indigene wohnten mit einer Volksgruppe. Heute sind es mit insgesamt nahe an 50.000 Indigenen, die in der Gegend wohnen. Und haben die Einwanderer Mennoniten sich dafür eingesetzt, dass für diese Leute tausende Hektar Land gekauft wurde, damit für diese Leute eine Existenzmöglichkeit geschaffen werden könnte. Arbeitsmöglichkeit, Wohlstand, soziale Dienstleistungen, all das, Schulen, all das ist da. Das ist von den Mennoniten aufgebaut worden. Ist das dann eine gute Gemeinschaft zwischen den verschiedenen Kulturen? Das ist eine gute Frage. Und was ist gut? Es ist dazu ist es wahrscheinlich wichtig, sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass die Mennoniten ursprünglich in den 20er Jahren aus Kanada nach Paraguay kamen, um alleine zu sein, um ihr Leben nach ihren Gebräuchen, nach ihren Vorstellungen so zu leben, uneingeschränkt von anderen Leuten, nicht belästigt von anderen Leuten. Und jetzt auf einmal ist das alles anders. Dieser Weg von einer kompletten Absonderung vor 100 Jahren, vor 90 Jahren, zu einer Integration von 10, 12 unterschiedlichen Kulturen. Weil unter sich sind diese auch noch wieder sehr unterschiedlich, diese Indigenen. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und die jetzt mit einer Entwicklung,
wenn es geht um kulturell, wirtschaftliche Entwicklung, die eben sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist von zum Teil sehr, sehr fortschrittlichen Mennoniten, die nach nordamerikanischen, europäischen Maßstäben wirtschaften, dann ist das immer wieder eine unheimliche Spannung. Wir haben die Deutsch-Mennoniten, die ein Pro-Kopf-Einkommen haben, pro Person Einkommen haben, das 30, 35, 40.000 Dollar im Jahr pro Person, pro Einwohner. Und dann 50.000 Indigene, die einen Bruchteil davon als Pro-Kopf-Einnahmen haben. Ist das gut, ist das schlecht? Das ist erst einmal. Und das zu verstehen, wo kommt das her und wie sind diese Indigenen dahin gekommen und diese ganze, das ist kompliziert, aber das sticht dann ins Auge. Und wenn man die Geschichte nicht weiß, dann ist man auch leicht. Das ist immer wieder Leute, die von draußen kommen, die verurteilen, aber das geht doch nicht. Die sehen vielleicht nur die Missgunst dann, oder? Missgunst und die Unterschiede und die Unterschiede, aber das ist wichtig, die Geschichte zu verstehen und auch zu verstehen, was an Sozialleistungen dort für die verschiedenen Volksgruppen, ethnischen Gruppen dort gemacht wird. Das ist die Gefahr. Wenn wir nicht sensibel sind für das Land und wenn wir anfangen, zu groß von uns selber zu denken, wir leisten einen Beitrag, aber wir sind nicht besser als andere. Und mit dieser Spannung leben wir. Ja, ich muss sagen, ich habe das alles gar nicht gewusst. Und ich schätze wirklich sehr, wie die Mennoniten auch über die andere Seite der Kultur sprechen können. Einerseits werden wir gesehen als wirtschaftlich erfolgreich, werden wir gesehen als Leute, die sich um das Wohl von Mitmenschen, Indigene, andere und so weiter durchaus kümmern. Wir werden gesehen als Menschen, die zuverlässig sind, als Leute, die ihr Wort halten. Wir werden gesehen als Leute, die sich um das Wohl des Landes kümmern, einerseits. Andererseits werden wir auch gesehen und manchmal auch stark kritisiert als Leute, die sich absondern, als Leute, die glauben, dass sie besser sind als die anderen, als Leute, die die übrigen Paraguayer ausnutzen, auch wirtschaftlich ausnutzen, als Leute, die wenn es darauf ankommt, sich selbst verteidigen werden, aber nicht die anderen. So, das sind in dieser Spannung leben wir einerseits eine Wertachtung, eine Hochachtung manchmal, auch von offizieller Seite. Eine ganze Reihe Leute, auch von unseren Leitenden, die immer wieder ausgezeichnet worden sind auf nationaler Ebene für Leistungen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und so weiter. Andererseits aber auch dieses ambivalente Gefühl, die glauben, dass sie besser sind als die anderen. Weil sie sich absondern. Ja, genau. Und das ist mir verständlich, aber mit dieser Spannung und mit dieser Wirklichkeit leben wir. Ja, es gibt aber nicht nur eine Gegend, wo die Mennoniten siedelten. Wie verstehen sich denn die verschiedenen mennonitischen Kolonien untereinander? Du sagst jetzt, du bist aus dem Chaco und deine Familie. Richtig. Es gibt es aber auch andere Kolonien, oder? Wie ist denn das, wenn man sich da trifft? Wie ist das? Ist man da wie eine Familie oder ist das... Ja doch, also zum einen sind alle mennonitischen Kolonien in Paraguay, dass die auch noch die plattdeutsche Sprache sprechen. Und da hat man wieder so was Kulturelles, wo man sich sofort verbunden fühlt. Nichtsdestotrotz hat jede Kolonie noch so ihre eigenen Tugenden und Gewohnheiten, wo man Unterschiede bemerkt. Und im Chaco gibt es halt diese 3 Kolonien, Loma Plata, Philadelphia und Neuland. Und wir früher in meiner Jugendzeit haben wir uns immer, sag ich mal, veräppelt gegenseitig mit den anderen, uns lustig gemacht, wie die einige Sachen sagen oder wie die gewisse Sachen handhaben.
Heutzutage lächle ich nur drüber und habe sehr viele Freunde aus den anderen Kolonien. Früher sah man sich eher so quasi als Gegner, aber ich sage mal jetzt nicht im schlechten Sinne, sondern eher wie ein Fan ist von einem Fußballclub und der andere ist Fan vom anderen Fußballclub. So waren wir halt jeder für seine Kolonie fanatisch. Okay. Jetzt mit Ostparaguay, da hat es halt Friesland, Volendam, dann gibt es Sommerfeld, Bergtal, Tres Palmas, das sind so andere Kolonien, die, sage ich mal, sehr gleichgesinnt sind. Dann gibt es aber auch diese traditionellen Kolonien, die jetzt in den letzten Jahren schon nicht mehr so ganz traditionell geblieben sind. Das sind Rio Verde, Manitoba, Durango. Das sind die, wo bis vor einigen Jahren alle noch mit dem Pferdewagen gefahren sind. So wie man sich die Amish vorstellt. Ähnlich so, genau. Also die Amischen, die wollen ja keinen Strom, keine Autos, kein Computer, alles per Hand geschrieben, so weiter und so fort. So ähnlich war es bis vor kurzem in diesen traditionellen Kolonien, was jetzt aber schon quasi zur Vergangenheit zählt. Ja. Wenn die ersten Mennoniten aus Kanada kamen, wie entwickelt sich da eigentlich die Sprache? Die kamen von Kanada, sprachen zu Hause alle ein Plattdeutsch. Das ist dasselbe, das wir heute zu Hause noch sprechen. Mit einem englischen Einschlag und mit vielen Worten, die aus der englischen Sprache übernommen worden waren. Kannst du mir ein Beispiel geben? Kannst du ein, zwei Sätze sagen? In Plattdeutsch? Ja. In Plottisch. Ja. Wat we hier nu vertalen is ewa Mennoniten im Chaco und uit Kanada gekommen sind mit verschiedenen Sprachen und so weiter. Das hast du, glaube ich, verstanden. Ja, und ich habe in den Niederlanden gearbeitet und Genau. das erinnert mich eigentlich sehr daran. Das ist Niederlande, Preußen oder heute Polen, die Gegend. Das ist wo diese Sprache, wo der Ursprung dieser Sprache ist. Ja. Aber diese Sprache, das Plattdeutsche ist unsere Herzenssprache. Das ist, wenn wir zu Hause mit unseren Kindern sprechen, sprechen wir die. Unsere Großkinder schon nicht. Ja. Unsere Großkinder schon nicht. Man sagt ja, mit der dritten Generation einer Einwanderungsgruppe werden alte Eigenschaften oft abgelegt und die Kinder passen sich sprachlich und kulturell an das neue Land an. Jedoch werden bestimmte Werte bei den Mennoniten besonders gepflegt und das habe ich bei meinem Besuch an der deutschen Schule Concordia sehen dürfen. So, wir sind heute in der Schule Concordia, dem Colegio Alemán hier in Asunción, weil ich einen Artikel schreibe für die Asunción Times über alle zweisprachigen Schulen in der Stadt. Heute treffen wir uns mit dem neuen Direktor Oliver Petroso und wir werden sehen, was er uns erzählen wird. Als ehemalige Lehrerin fand ich es besonders interessant, wie die Werte hier nicht nur unterrichtet, sondern vorgelebt werden. Was ist das Geheimnis der Schule? Wie erzieht sie Kinder, sodass sie später im Leben zu einem Vorbild für andere werden? Also wir suchen, dass die Kinder diese christlichen Werte gerade lernen, Verantwortung und auch Dienstbereitschaft. Das sind Sachen, die wir gerne fördern wollen, Disziplin auch. Und das sind auch Eigenschaften, die wir auch immer wieder hören, wenn wir von Ex-Studenten sprechen, Ex-Schüler, dass dieses Eigenschaften sind, die sie auch in der Gesellschaft weitergeben und das macht uns sehr glücklich. Aber natürlich auch die akademische Exzellenz. Also wir wollen auch, dass unsere Schüler und Schülerinnen was lernen und auch gut darin sind. Die Erziehung und Arbeitsmoral der Mennoniten macht sie oft sehr erfolgreich. Alberoni erzählt uns, wie ihm sein deutsches Mindset in der Ausbildung und im Beruf geholfen hat. Um das Studium zu finanzieren, musste ich arbeiten. So, ich habe dann hier gearbeitet und studiert und weil ich in der Arbeit so gut Fortschritte machte, habe ich trotz Studiumabschluss weiter da gearbeitet und bin weiterhin in Asunción geblieben und bin nicht zurück in die Kolonie gezogen. Was ist jetzt deine Arbeit? Heute bin ich beruflich mit Casa Climatica unterwegs. Da sagt es, Casa Climatica verkauft nicht Klimaanlagen, wie sich das Wort auf Anhieb anhört, sondern wir verkaufen tatsächlich deutsche PVC-Fenster. Wer sind denn eure Kunden? Ja, und so waren die ersten Kunden erstmal alles die deutschsprachigen Mennoniten aus der Kolonie. Und ja, in Ostparaguay, meine Kundschaft, sage ich mal jetzt vorsichtig, sind heutzutage noch über der Hälfte deutsche Kunden. Vor allen Dingen von den neu zugewanderten Deutschen, die einfach spezifisch für ihr Haus, das sie hier in Paraguay dann bauen wollen, die Qualität suchen, die sie aus Deutschland gewohnt sind.
Ja, mich hat natürlich auch die Beziehung zu den neuen deutschen Einwanderern interessiert. Wie ist da das Zusammenleben oder bleibt man da eher getrennt? Also Alberoni, wie sieht es eigentlich aus mit den Deutschen, die hier neu ankommen? Verstehen die sich gut mit den Mennoniten? Im Grunde genommen meine ich, dass die meisten schon. Natürlich gibt es da immer wieder verschiedene Charaktere zum einen, aber zum anderen auch verschiedene Weltanschauungen, sage ich mal. Klar gibt es von den Deutschen, die einwandern, auch sehr angenehme Personen, die sich super gut integrieren. Dann wieder andere, die bleiben lieber unter sich. Also es ist schon auch auffallend, dass die meisten Deutschen, die nach Paraguay kommen, sich wiederum unter Deutsche treffen und unter ihresgleichen ansiedeln. So in den deutschsprachigen Mennonitenkolonien sind eher wenige, die dazu wandern und sich da sesshaft machen. Liegt das vielleicht daran, dass die Neudeutschen mit einem moderneren Mindset kommen und die Mennoniten eher altmodisch sind, oder? Das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich meine, das hat einfach was damit zu tun, dass die Deutschen, die jetzt emigrieren, schauen, wo sind Plätze, wo ihresgleichen schon ansiedeln und sich dann leichter da dazu gesellen. Ja, ich meine schon, dass da auch ein kultureller kleiner Unterschied ist. Aber ich würde es jetzt nicht als altmodisch und modern bezeichnen. Ich würde es eher sagen, es sind einfach Situationen, die sich ergeben mit den Kontakten, die man aufbaut. Wir haben viele kennengelernt, weil man zieht sich ja gegenseitig an, eigentlich rein sprachlich schon. Viele in der Stadt, aber noch mehr am Land, die eigentlich auch dann wieder diese Freiheit und das alleine abgesonderte Leben bevorzugen. Und das genießen sie. Und deshalb, jedenfalls bei den wenigen Kontakten, die wir gehabt haben, das ist ja mit ein Grund, warum eben viele von Deutschland wegziehen, diese wollen wir sagen, sehr starke Reglementierung vom Leben. Hier ist eben viel mehr Freiheit da. Manche wundern sich dann, dass es dann doch nochmal Gesetze gibt, die sie auch befolgen müssen. Das fällt ihnen dann schwer. Sie dachten, sie kämen hier in ein Land, wo es keine Gesetze gibt. Die Spannung ist ja dann da. Aber das sind oft haben wir gesehen, dass es Leute, die herkommen mit dieser Einstellung, eben kommen weg von einer Überreglementierung des Lebens in so vielen Bereichen. Ja. Egal ob neu- oder altdeutsche Einwanderer, was gefällt den Leuten am Paraguay? Ich bin wiederholt auch in Deutschland gewesen und dann komme ich zurück und ich bin sehr dankbar, weil es hier noch so viel zu tun gibt. Ja. Dort ist so vieles schon fertig. Und das begeistert mich immer wieder. Es gibt so viel zu tun. Man kann Teil sein beim Wachstum, Genau, oder? ganz genau. Und das ist wunderbar. Was ist deine Meinung? Warum entscheiden sich Menschen eigentlich nach Paraguay zu kommen? Das ist eine gute Frage. Also Nummer 1, behaupte ich mal, ist es die Gastfreundschaft oder Gastfreundlichkeit, die das generelle paraguayische Volk ausstrahlt. Und wie ich erst auch schon einmal gesagt habe, die Gelassenheit, die man hier unter den paraguayischen Leuten spürt. Also dieses ganze Gehetze und Stress und Termin, das ist hier alles easy, also alles tranquilo. Zum anderen die wirtschaftliche Stabilität, die Paraguay schon seit Jahren hat. Ja. Und zum anderen, dass man hier sehr leicht selbst was unternehmen kann. Also Paraguay ist extrem leicht, dass man hier selbstständig werden kann, selber was anfängt und ein Geschäft aufbaut. Da sind wirklich sehr, sehr wenig Begrenzungen. Und ich meine, das ist auch ein guter Grund, warum viele Leute nach Paraguay kommen. Alberoni, möchtest du zum Abschied noch einen Gruß auf Plauttisch in die Kamera sprechen? Auf Plauttisch? Nou ja, dit zijn Alexandra en Paul met wat ik hier heb spaziert heb. En die willen nu nog de Mennonitische kolonie am Chaco channelieren. So Chaqueños, wenn je den so am Chaco beeint, dann vertelt ihnen was vernünftig. Danke dir. Ja, das war doch nett, oder? Lass mich wissen, wenn du einen zweiten Teil über die Mennoniten sehen willst, der kommt dann aus dem Chaco.
Wenn du Fragen hast zu Paraguay oder zu Südamerika oder du vielleicht Videos von hinter den Kulissen sehen möchtest, kannst du gerne in die Beschreibung schauen und mich kontaktieren. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und auch den vielen netten Menschen, die mir bei meinem Video geholfen haben. Ich danke euch und ich hoffe, wir sehen uns bald.